Wer ist eigentlich diese Lea in Freiburg und warum haben so viele Menschen zu ihr eine Meinung? Hinter der Lea verbirgt sich nicht etwa eine neue coole Instagrammerin, von der ihr noch nichts gehört habt, sondern die Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete. Hier wohnen erstmalig in Baden-Württemberg registrierte Geflüchtete bis zum Entscheid über ihren Asylantrag. Das Gelände, eine ehemalige Polizeiakademie, wird seit 2018 von der Stadt Freiburg ans Land Baden-Württemberg verpachtet. Der Pachtvertrag läuft allerdings bald aus und die Stadt entscheidet gerade darüber, ob sie diesen Pachtvertrag verlängern möchte. Politisch diskutiert wird da aber nicht so viel, denn der Pachtvertrag bietet einige Vorteile für die Stadt. Und das alles, obwohl gerade viel Kritik im Umlauf ist über die Lebensbedingungen, die in der Lea herrschen. Aber wer ist für diese Landeserstaufnahmestellen zuständig? Aktuell hat das Land Baden-Württemberg 4 Landeserstaufnahmestellen. In Karlsruhe, in Sigmaringen, in Ellwangen und in Freiburg, hier in der Lörracher Straße. Betrieben werden die Landeserstaufnahmestellen von den Regierungspräsidien, in unserem Fall vom Regierungspräsidium Freiburg. Die Regierungspräsidien sind die Schaltstellen zwischen der Landesregierung und den Kommunen. Sie repräsentieren also die Landesregierung vor Ort. Und wer kommt in eine Lea? Erste Station für Geflüchtete in Baden-Württemberg ist in der Regel das Ankunftszentrum in Heidelberg. Dort stellen Geflüchtete ihren Antrag ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz das BAMF. Dann wird anhand des Königsteiner Schlüssels, der je nach Bevölkerungsanzahl und Steueraufkommen eines Bundeslandes festlegt, wie die Bundesländer finanziert werden, festgelegt, wie viele Geflüchtete in welches Bundesland kommen. So werden die Geflüchteten den verschiedenen Leas in Baden-Württemberg zugeteilt. In der Lea werden die Menschen registriert, medizinisch untersucht, erhalten Ausweise und können erstmal nicht weiter. Kann über den Asylantrag nicht so schnell entschieden werden oder wird der Asylantrag abgelehnt, müssen Menschen in der Regel bis zu 18 Monate hier bleiben, bis sie dann in der Regel abgeschoben werden. Die Entscheidung über den Asylantrag fällt das BAMF auf Grundlage der Fluchtursache. Im besten Fall innerhalb von 3 Monaten, oft kann das allerdings auch sehr viel länger dauern. In bestimmten Fällen, zum Beispiel wenn die Geflüchteten aus sogenannten sicheren Drittstaaten kommen oder bei Einreise ihre Identität verschwiegen haben, müssen Menschen oftmals erstmal auf unbestimmte Zeit hier in der Lea bleiben. Sie dürfen dabei den Regierungsbezirk der Stadt Freiburg nicht verlassen. Das Regierungspräsidium arbeitet in der Lea mit Firmen, sozialen und öffentlichen Einrichtungen zusammen, die die Verpflegung, medizinische Versorgung und Sicherheit der BewohnerInnen der Lea garantieren sollen. Partnerorganisationen sind neben der Uniklinik das Deutsche Rote Kreuz, die Caritas und die Diakonie, die die Geflüchteten insbesondere in ihren Asylverfahren beraten und unterstützen sollen. Im Falle eines positiven Asylentscheides werden die Geflüchteten auf die unterschiedlichen Stadt- und Landkreise verteilt und dann in sogenannter vorläufiger Unterbringung in verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Das mit der Lea ist doch eigentlich ein gutes System? Nicht alle sind sich da einig. Die Lea in Freiburg stößt immer wieder auf harsche Kritik. Organisationen wie Lea Watch lasten ihr an, Geflüchtete unter unwürdigen Bedingungen hier ausharren zu lassen und gegen Grundrechte zu verstoßen. Ihr wollt wissen, ob das in Freiburg sein kann? Um der Freiburger Lea und der politischen Diskussion weiter auf den Grund zu gehen, organisiert WeTalk Freiburg am 28. April eine Podiumsdiskussion mit Freiburger PolitikerInnen. Ihr wollt mehr erfahren und selbst mitdiskutieren? Dann schaltet euch ein auf wetalkfreiburg.de/live.